man schon vergisst, ist nicht das richtige Wort, aber man kommt dann aus der Übung und dann klappt es noch schlechter. Klar gibt es bei Leserechtschreibschwäche ganz unterschiedliche Formen und ich merke das auch, es gibt Tage, da klappt es besser und dann gibt es Tage, da klappt es überhaupt nicht. Aber dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Es geht ja eigentlich um meinen Zug und ich laber schon wieder viel zu viel. Und dann habe ich hier noch saure Gurkenzeit. Da geht es halt um eine Frau, die 32 ist und deren biologische Uhr tickt. Und ich sage jetzt, einen Mann will ich ja nicht unbedingt, aber halt ein Kind. Und da dachte ich, jo, das wäre doch was für mich. Und ja, habe ich deshalb gekauft. Ist auch ein Mängelexemplar, hat einen Kratzer und den Stempel. Ja. Dann habe ich Winterschwester. Ja, habe ich auch mal. Ich weiß nicht mehr, ob ich es mir aufgrund von YouTube gekauft habe oder ob es mir mal empfohlen wurde von Weltbild. Ja, auf jeden Fall, das sucht auch noch hier rum. Was ich ja ganz lustig fand, oder naja, was heißt lustig, fand ich es eigentlich nicht. Aber ich habe ja aufgrund von Sarah Schlüssel, habe ich doch neulich bei Weltbildern ähnliche Geschichten gesucht. Und kurz danach hatte ich hier diesen Flyer im Briefkasten, wo ich vorhin erzählt habe, wo ich ja dann jetzt auch das Buch angefordert habe über diese Tatsachenberichte von damals. Und das fand ich dann schon, da so nach dem Motto, wow, das ging aber schnell. Erst habe ich gesucht und Weltbild ist mal wieder drauf eingestiegen und hat mir gleich ein paar Vorschläge gemacht. Und ja, wenn dieses Buch so ist, wie sich in der Leseprobe angehört hat oder so, dann ist das eine ganz spannende Limited Edition oder Sammeledition. Ja, wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall sagen, wie es dann weitergeht mit diesen Sammel-Edition. Eigentlich bin ich ja kein Fan von so Sammel-Edition, weil ich hatte schon mal eine Sammel-Edition bei Weltbild. Und ja gut, man kann es jederzeit kündigen, aber im Endeffekt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das andere nicht verkaufe. Aber da ging es nicht um Bücher, da habe ich was anderes gesammelt von Weltbild. Und man ist dann immer so ewig dran gebunden und man kriegt dann, naja, dran gebunden ist man eigentlich nicht, aber man will es ja dann doch vollständig haben, zumindest ich. Und deshalb habe ich es auch nicht vorzeitig gekündigt, weil ich das irgendwie doof fand, dann nur die Hälfte zu haben oder so. Und ja, bei den Büchern stand jetzt auch nicht so genau dabei, wie viele Bücher es insgesamt sind. Und ja, aber gut, da kann ich mich sicherlich bei Weltbild mal informieren. Und ja, wenn ich aus dieser Sammel-Edition dann jeden Monat das Buch von früher, von den Zweiten Weltkrieg lese, dann ja, dann habe ich ja nicht noch einen größeren Top, aber das kommt auch darauf an, wie die Bücher dann sind. Aber nun hier weiter im Text, weil ich laber schon wieder Mist zusammen und ihr versteht wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte. Ja, dann habe ich hier Pflege zu Hause und in Heim. Da hat meine ehemalige Arbeitskollegin gesagt, ich habe ja ganz schön interessante Bücher hier in meinem Bücherregal, weil sie lernt, wo so zeigt gerade Pflege, irgendwas im Pflegebereich. Und die hat gesagt, das soll man nicht unterschätzen, Pflege. Und da habe ich mir so gedacht, jo, da müsste ich das jetzt eigentlich auch mal lesen. Aber ja, ich habe mir das hauptsächlich damals gekauft, weil ich eigentlich mal mehr Bescheid wissen wollte, auch für die Zukunft, weil wo es damals bei mir um Pflege ging, da wollten die mir einen Affenbären erzählen und dass das alles nicht ging und dass es keiner bezahlt und ach, das war ein Hickhack. Und
ja, im Endeffekt musste ich mich da auch erst beraten lassen, damit ich dann wieder wusste, was mein Recht ist. Und deshalb habe ich mir so gedacht, vielleicht kann ich mir das ja dann mal durchlesen. Klar muss man, wie gesagt, bei so Ratgebern immer aufpassen. Die sind immer schnell überholt und ja, dann vielleicht auch nicht mehr zutreffend. Aber dann kann man sich ja gegebenenfalls nochmal informieren, ob das noch zutrifft oder nicht, ob da schon wieder eine Änderung gab. Aber auf jeden Fall habe ich das noch vor zu lesen. Bloß ich habe immer so Angst, dass solche Ratgeber sind meistens immer sehr trocken und sehr sachlich und es lesen soll ja auch nicht sein wie blöde Schule oder so, nach dem Motto, ich muss das jetzt lesen. Und das kommt immer bei so Ratgebern immer so rüber. Da wird immer, es ist halt dann immer sehr trocken und ich habe jetzt hier auch gerade gesehen, viel mit Paragraphen und da denke ich mir dann immer, oh. Aber gut, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal lesen. Aber ich sollte vielleicht nicht mehr so lange warten, weil es dann zu veraltet ist und dann kann ich mir das ersparen. Dann habe ich hier die Einsamkeit der Primelzahlen, wenn das so ausgesprochen wird. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Ja. Dann habe ich hier immer noch Rumsuppen klopft die schlank. Das wollte ich eigentlich schon lange mal gelesen haben, aber gut, beim Wollen ist es auch mal wieder geblieben. Dann war ich gestern ganz überrascht. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das Buch habe. Weil das würde ja jetzt ganz gut zu meinen Beschwerden passen. Und da hätte ich mir das eigentlich schon vor ein paar Wochen durchlesen können. Aber ich wusste absolut nicht mehr, dass ich dieses Buch habe. Aber gut, jetzt weiß ich. Ist ja gut, dass ich hier dieses Subvideo für euch drehe. Weil sonst. Ja, ich hätte vergessen, dass ich dieses Buch habe und hätte mir wahrscheinlich ein ähnliches gekauft. Oder dasselbe. Und zwar ist das Magen-Darm natürlich behandeln. Selbsthilfe bei akuten und chemologischen Beschwerden. Wie gesagt, das werde ich mir am besten nicht so weit weglegen, weil das will ich mir jetzt mal bald durchlesen. Weil wie gesagt, ich hatte absolut vergessen, dass ich das habe. Weil, ja, wie gesagt, hätte ich vor ein paar Monaten mal haben können oder vor ein paar Wochen. Da hätte ich mir vielleicht schon Ärger helfen können und hätte mich nicht mit meinen Arztbrungen ärgern müssen. Aber gut, jetzt weiß ich ja, dass ich es wieder habe. Ist eigentlich ganz schön traurig, dass man so viele Bücher hat, dass man schon gar nicht mehr weiß, welche man hat. Dann habe ich hier Erste Hilfe mit Homöopathie. Erste Hilfe mit Homöopathie. Da wollte ich mich ja schon lange mal schlau gemacht haben. Ein Buch habe ich auch schon über Homöopathie gelesen, aber ja, wie schon gesagt, das ist dann auch immer alles so sachlich und ich denke mir immer, solche Bücher kann man eher lesen, wenn man da auch gerade Beschwerden hat, wie hier zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen, Halsschmerzen. Ich denke mir immer, das sind so Bücher, da kann man was nachschlagen. Die sind jetzt nicht unbedingt Bücher, die man von vorne bis hinten durchliest. Oder was meint ihr? Klar kann man sich sowas durchlesen und sich dann schon mal hier diese Kügelchen beschaffen, weil es ist vielleicht sinnvoller, als sie dann zu beschaffen, wenn man die Beschwerden hat. Oder so. Aber ansonsten denke ich mir immer, das ist mehr so Nachschlagewerke, sind das mehr. Aber gut, das kann auch meine persönliche Meinung sein. Dann habe ich hier im letzten Licht des Tages. Ja, das ist auch wieder so ein großer Wälzer. Und so dicke Wälzer schrecken mich immer ab. Weil ich immer denke, ich komme nicht schnell genug durch. Ich setze mich da, glaube ich, auch immer selber unter Druck. Ja, das sage ich auch jedes Mal meine Lehrerin. Ich will immer viel mehr und setze mich dann unter Druck. Und
bin dann immer sehr traurig, wenn es dann eben nicht so gut klappt und ja. Wie zum Beispiel, es gab mal eine Zeit, da wollte ich mir vornehmen, 100 Seiten an einem Tag zu lesen. Und das ist bei meinem Lesetempo einfach nicht möglich. 100 Seiten an einem Tag zu lesen ist bei meinem Lesetempo und bei meiner Leserechtschreibschwäche nun mal nicht möglich, weil es eben sehr unterschiedliche Tage gibt. Und dann kann man eben nicht sagen, ich lese jetzt jeden Tag 100 Seiten, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich setze mich da selber auch immer sehr unter Druck und da muss ich mal davon abweichen. Von daher schrecken mich solche Bücher immer ab, weil die dann immer so entmutigend sind. Weil ich gucke dann immer, wo steckt das Lesezeichen, wie viel habe ich schon geschafft. Und ja, und wenn das dann immer so weit vorne noch klemmt, dann habe ich immer gar keine Lust mehr. Also ich möchte am liebsten immer anfangen und dann bald fertig sein. Und das ist nun mal nicht möglich. Und ja, von daher schrecken mich solche dicken Wälzer ab. Deshalb beneide ich immer die Leute auf YouTube, die sagen, ich schaffe so und so viele Seiten an einem Tag. Da denke ich immer, oh, wenn ich wenigstens die Hälfte davon schaffen würde, wäre ich schon zufrieden. Aber ja, es hat sich ja schon super verbessert, mein Lesen. Und von daher sollte ich vielleicht immer meine Erwartungen nicht so hoch schrauben, dann würde ich vielleicht auf eurer Lust haben. Na gut. Aber nun genug geschwafelt. Sonst wird das Video noch 100 Jahre. Ja, sonst wird das Video noch 100 Stunden und am Ende schaut mir überhaupt keiner mehr zu, weil er gelangweilt ist. Ein Buch für Hanna habe ich hier noch. Oder Hanne. Ein Buch für Hanne. Da geht es auch um Frühjahr. Ja. Dann habe ich hier immer noch Schwerbehinderung. Da geht es halt auch, wie man Behindertenausweis beantragt, wie man halt so seine finanziellen Hilfen voll ausschöpfen kann. Und das müsste ich eigentlich auch mal lesen, weil wie gesagt, das ist sonst wieder überholt und ja. Okay. Vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Da geht es halt auch um eine junge Frau, die ist krank und hat halt die Jahre vergessen. Und vergisst dann halt, dass das Jahr 2008 ist und denkt dann halt immer 10 Jahre vor 2008 so irgendwie. Ja, das irgendwie alles vergessen. Ich weiß nicht so genau, ich habe da noch nicht gelesen. Dann habe ich hier 1000 Träume, Traumsymbole und ihre Bedeutung von A bis Z. Das habe ich mir auch mal Interesse halber gekauft, weil ich eine Zeit lang ganz komische Träume hatte, die ich gar nicht richtig deuten konnte und deshalb habe ich mir dieses Buch gekauft. Aber ich habe gemerkt, dass ich auch noch ein anderes Buch über Traumdeutung gelesen hatte und da habe ich gemerkt, dass das auch viel eine Glaubenssache ist. Ob man jetzt, in welche Richtung man nun glaubt. Weil dieses Buch, wo ich damals gelesen habe, da ging es halt mehr um Gottesglauben und um diese Bedeutung. Und hier geht es halt, glaube ich, mehr darum, wie oder was. Mehr um die Statistiken und so halt. Aber ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht gelesen und wahrscheinlich habt ihr jetzt sowieso wieder nur die Hälfte verstanden. Und ja. Entschuldigung, wenn ihr das Blubbern hört, aber das ist mein Telefon, der Akku ist gleich leer. Und dann habe ich hier Vorsicht Supermarkt. Ja, da geht es halt, glaube ich, darum, wie man Preisfallen oder auch
Mogelpackung erkennen kann. Ich weiß es aber nicht, ich habe es ja noch nicht gelesen. Das liegt auch noch hier rum. Der Krankheiten, Signale der Seele. Ja, da geht es halt auch wieder mehr um Krankheiten, was mehr seelisch ist, glaube ich. Ja, ich weiß es aber nicht. Ich habe es ja noch nicht gelesen, wie gesagt. Dann habe ich hier makellos, 50 Kilo leichter. Da geht es halt um eine Frau, die ganz toll abgenommen hat. Dann ein bisschen schwanger. Das ist auch wieder so ein Buch, wo ich überlege, ob ich das überhaupt noch lesen werde. Weil es halt wieder mehr für Jugendliche ist. Und ich habe gemerkt, dass mir Jugendromane zur Zeit gar nicht mehr zusagen. Und dass ich da immer mehr hohe Erwartungen habe. Und dass es vielleicht nicht mehr so ganz passend für mein Alter ist. Deshalb bin ich da auch am Überlegen, ob ich das verkaufe oder ja, mal gucken. Oder ob ich doch noch lese. Den Tod erleben, das ist auch so ein Erfahrungsbuch. Ich denke mal, da geht es auch wieder um Tod. Um Menschen, die mal halb tot waren, sage ich mal. Aber muss ich mal gucken. Dein Schmerz geht durch mein Leben. Da geht es halt auch wieder um einen Rollstuhlfahrer. Ist auch wieder ein Erfahrungsbericht. Dann hier habe ich zieh dich schon mal aus. Ich hol inzwischen den Stock. Da geht es auch wieder um Missbrauch oder um Missbrauch. Ich glaube, das hier gibt es auch noch gebraucht. Shopper. Das ist ja, ich glaube, der sechste Band irgendwie von einer Reihe. Deshalb habe ich den auch noch nicht gelesen, weil ich ja eigentlich keine Reihen lese. Aber ich habe auch gehört, man kann das auch unabhängig voneinander lesen. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Aber das muss ich mal gucken. Dann habe ich hier das ganze Leben umarmen. Da geht es halt um eine Frau, die keine Arme hat und alles mit den Füßen macht. Ist auch eine wahre Geschichte. Der Himmel scheint durch alle Ritzen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir das gekauft habe. Aber ja. Dann habe ich hier der Sommer des Schweigens. Ich war in der Gewalt dreier Männer und ein ganzes Dorf sah zu. Ist auch eine wahre Geschichte. Ist, glaube ich, auch noch nicht so lange draußen. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass es nur neu aufgelegt worden ist. Auf jeden Fall habe ich es erst vor kurzem gekauft. Mein Name war Alk. Ja, da geht es halt um eine Alkoholiker. Und er erzählt halt, wie das alles so war. Und ja, wie er da, glaube ich, rausgekommen ist. So um die Dreh herum muss das sein. Immer zu sich. Die Geschichte eines missbrauchten Sohnes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob es das nur gebraucht gibt, bin ich mir im Moment nicht sicher. Aber ich werde euch wissen lassen, falls ich denn mal irgendwann dazu komme, es zu lesen. Dann habe ich, sag kein, wer dein Vater ist.
das Schicksal von Priesterkindern. Glaube ich auch in einem Erfahrungsbericht. Ja. Du bist mein Kind. Da geht es, glaube ich, um Eltern, die sich scheiden wollen oder die sich scheiden. Und die dann die Kinder halt als Erpressungsmittel nehmen. Jana wurde nur 16. Da geht es halt auch wieder um Essstörung, um Magersucht. Und meine Lehrerin bekommen, weil wir haben neulich alle Bücher von ihr bekommen. Die kann ja nicht wissen, dass ich schon 10.000 Bücher habe, so nach dem Motto. Weil sie hat gesagt, damit wir was zu lesen haben für die langen Winterabende. Und da habe ich mir ausgesucht, weil sie hatte nur für jeden eins mit und das andere waren mehr Krimis. Und da habe ich mir halt Mensch und Katze ausgesucht. Aber ich denke mal, das ist auch mehr, wenn man eine Katze hat. Ich weiß nicht, ob ich das lesen werde oder ob ich verkaufen werde. Ich weiß es nicht. Weil sie hat gesagt, wir brauchen das auch nicht mitbringen und wir brauchen auch nicht erzählen, was da drin ist. Sie hat nur gesagt, damit wir vielleicht, wenn wir mal nicht wissen, was wir machen sollen, dass wir vielleicht mal was lesen, wie gesagt. Sie konnte ja nicht wissen, dass ich schon 10.000 Bücher habe, weil die anderen aus meinem Kurs, die werden nicht unbedingt durch so viele Bücher wie ich haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen, habe ich hier noch. Seelische Beschwerden, körperliche Ursachen. Seelische Beschwerden, körperliche Ursachen. Müsste das nicht eigentlich andersrum heißen. Aber gut, das wollte ich mir auch mal irgendwann durchlesen. Aber ja, gut, ist halt noch nicht dazu gekommen. Dann habe ich Wenn ich bleibe. Ich glaube, das wurde auch mal gehypt. Ich weiß es aber nicht. Dann Marina 15. Mein Kampf gegen den Mädchenhandel. Das ist auch ein Erfahrungsbuch. Ja. Liegt auch noch hier rum. Dann habe ich auch noch hier rumliegen, Der Mann mit der Mundharmonika, Michael Hörte. Ja, da bin ich auch an Überlegen, ob ich das überhaupt mal lese oder ob ich das nicht verkaufe. Weil das habe ich eigentlich mal neu gekauft und das ist hier schon ganz vergilbt von vielen, denke ich mal, im Buchregal rumstehen. Ja. Dann habe ich Feuerherz, habe ich mir auch erst letztes Jahr gekauft. Habe ich also auch noch nicht so lange, höchstens ein Jahr. Aber ich glaube noch nicht ganz. Hatte ich auch mal in einem Bücherhaul gezeigt. Dann habe ich Kinderknöpfe. Auf der Sonnenseite, da geht, glaube ich, um die Mauer. Ja, um den Mauerfall geht's da. Aber ist auch mehr im jugendlichen Stil. Also diese Bücher sind alle für Jugendliche geschrieben. Das Kind in uns habe ich hier noch. Wie finde ich zu mir selber? Also das wollte ich alles mal lesen. Aber ja, ist halt nicht dazu gekommen.